Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in macOS Ventura und den nächsten macOS-Versionen eine feste IP-Adresse setzen könnt, wenn ihr zum Beispiel per LAN oder per WLAN verbunden seid, um Endgeräte einzurichten, die keinen DHCP-Server haben. Wir fangen an, wir gehen zunächst auf Systemeinstellungen. Die komplette Ansicht hat sich geändert im Gegensatz zu vorher bei den anderen macOS-Systemen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf Netzwerk. WLAN, Netzwerk, das ist egal. Und wenn ihr auf Netzwerk geht, könnt ihr alles einsehen. Das heißt, hier werden dann auch Netzwerkschnittstellen angezeigt wie VPN, USB-Anschlüsse, die dran gesteckt haben. Ich habe in dem Fall einen USB-Ethernet-Adapter, aber in dem Fall nutze ich aktuell WLAN. Das heißt, wir gehen einmal auf WLAN und wir können hier oben auf Details gehen. Das heißt, wir sind aktuell schon verbunden, gehen auf Details. Jetzt könnt ihr schon sehen, dass wir hier einmal eine IP-Adresse schon drin stehen haben. Die hat in dem Fall meine Fritzbox dem PC bzw. dem Mac gegeben. Um jetzt eine manuelle IP-Adresse zu setzen, geht ihr wie folgt vor. Ihr geht einmal auf TCP/IP und ändert von DHCP auf manuell. Und dann könnt ihr ganz normal die Adresse eintragen. Wichtig ist natürlich, im Normalfall wird das nur benötigt, wenn ihr auf irgendein Gerät zugreifen möchtet, was keine DHCP-Lease bekommt oder in einem anderen IP-Adressbereich ist. Das heißt, ihr tragt das einfach ein und geht dann auf OK und dann kommt ihr auf die Endgeräte drauf, wie zum Beispiel Switche, unkonfigurierte Switche, die haben meistens 102, 168, 0, 1 oder was auch immer. Dafür ist das primär gedacht. Wir gehen einmal kurz auf DHCP wieder, gehen dann auf DNS. DNS könnt ihr auch separat hinzufügen. In dem Fall ist aber die Standardzuweisung direkt vom DHCP. Das heißt, ihr kriegt in dem Fall die IP-Adresse vom DNS-Server, das ist meistens die Fritzbox. Und ihr kriegt einmal die Suchdomäne, das ist meistens fritz.box, das Netz. Das heißt in dem Fall zum Beispiel macbook.fritz.box. Dann gibt es hier noch andere Punkte. Das ist in dem Fall irrelevant. In dem Fall sieht man halt, der PC hätte den Namen unter Windows und die Arbeitsgruppe. Theoretisch kann man auch Macs in Windows-Domain einbinden, das ist aber alles ein bisschen schwierig und eigentlich unbrauchbar. Dann können wir hier nochmal draufklicken, hier haben wir nichts hinzuzufügen. In dem Fall kann man theoretisch auch noch Proxys hinzufügen, falls man wirklich noch richtige Proxys nutzt eigentlich kein Mensch mehr, das läuft alles über die Firewalls. Falls es wirklich noch ein manueller Proxy ist, könnte man den hier eintragen. Und dann kann ich halt noch die MAC-Adresse auslesen und die MTU. Ja, dann gehen wir hier nochmal zurück. In dem Fall wären wir dann hier fertig. Ich würde hier einmal gleich auf Abbrechen gehen. So, das wäre schon gewesen. Bei Fragen und in die Kommentare. Einen Daumen hoch, wenn ihr auch freut. Dankeschön.